Das Jugendgerichtsgesetz verfolgt ja gerade den Ansatz, die zukünftige Begehung von Straftaten durch jugendliche Täter zu verhindern. Insofern wäre es nachgerade widersinnig, diejenigen von einer staatlichen Sanktionierung auszunehmen, die wissen, dass sie das, was sie tun, nicht tun dürfen, nur weil sie noch nicht 14 Jahre alt sind. Warum dürfen 12-Jährige ungestraft klauen, vergewaltigen oder sogar töten? Und was macht die Politik? Christian Hecht von der AfD hat dazu eine klare Forderung. Die Strafmündigkeit muss dringend gesenkt werden. Hey Leute, willkommen zu einem brisanten Thema, das uns alle angeht. Kinderbanden, die auf Raubzüge gehen und eine Kriminalstatistik, die nur noch schockiert. Wie konnte es so weit kommen? Schaut rein und erfahrt, warum wir nicht länger zusehen können und was die AfD vorschlägt, um unsere Straßen sicher zu machen. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und eure Meinung unten in die Kommentare zu schreiben. Wir müssen darüber reden. Auf geht's! Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die demokratische AfD-Fraktion möchte Sie dafür gewinnen, endlich eine gesamtgesellschaftliche Diskussion voranzubringen, die schon seit Jahrzehnten vor sich hindümpelt. Also wir bitten Sie heute um Ihre Zustimmung, dass der Landtag beschließen möge, die Landesregierung aufzufordern, gegenüber den Gesetzgebungsorganen der Bundesrepublik darauf hinzuwirken, die Schuldfähigkeit nach dem Jugendstrafrecht auch auf die Täter auszudehnen, die zum Zeitpunkt der Tat das 12. Lebensjahr vollendet haben und bei denen bei einer richterlichen Gesamtwürdigung ihrer Persönlichkeit im Einzelfall von einer Einsichtsfähigkeit in das begangene Unrecht auszugehen ist. Warum? Nach der polizeilichen Kriminalstatistik für das erste Halbjahr 24, nur für das erste Halbjahr, wurden allein in Sachsen-Anhalt 441 Tatverdächtige unter 14 Jahren nur bei den Ladendiebstählen ermittelt, wobei das Dunkelfeld hier besonders groß ist. Es gibt Kinderbanden, die auf regelrechte Raubzüge gehen und auf Bestellung ihrer strafmündigen Hehler klauen, was das Zeug hält. Diese Kinder werden bandenmäßig eingesetzt und sie wissen ganz genau, dass sie von der Polizei lediglich bei ihren Erziehungsberechtigten abgeliefert werden, wenn man sie mal erwischt. Dann steht am besten oder im besten Falle nur noch das Jugendamt vor der Tür, aber das war es dann auch. Im Umfeld der organisierten Kriminalität machen sich das die Hintermänner wie die Täter gleichermaßen zunutze. Es sind aber bei weitem nicht nur Ladendiebstähle, mit denen besonders junge Täter zunehmend in Erscheinung treten. Nach Statista Research waren bundesweit allein im Jahr 2023 in 10.850 Fällen von gefährlicher und schwerer Körperverletzung, in 120 Fällen von Vergewaltigung und sexueller Nötigung Kinder die Täter. 8 Morde sind 2023 von Kindern begangen worden. Die Entwicklung unserer Gesellschaft schreitet durch verbesserte Lebensbedingungen, auch durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche, unaufhaltsam voran. Der Mensch selbst befindet sich in einem ständigen Transformationsprozess, dem die Gesellschaft Rechnung tragen muss. Und darum ist es eben nicht nur sinnvoll, sondern ganz offensichtlich mittlerweile auch notwendig, die Strafbarkeit nach Jugendstrafrecht auf solche Täter auszudehnen, die zum Zeitpunkt der Tat das 12. Lebensjahr vollendet haben. Wenn eine richterliche Gesamtwürdigung ihrer Persönlichkeit im konkreten Einzelfall zu dem Ergebnis kommt, dass diese Täter hinreichende Einsichtsfähigkeit in das von ihnen begangene Unrecht haben. Die richterliche Vorprüfung des Reifegrades von 12- bis 14-Jährigen ist insofern vergleichbar mit der Prüfung der Anwendbarkeit von Jugendstrafrecht auf Heranwachsende nach § 105 Jugendgerichtsgesetz und eröffnet auch insoweit einen bisher verschlossenen Beurteilungsspielraum. Man könnte das, wenn man es in einen Begriff fassen will, als bedingt widerlegliche Strafmündigkeit bezeichnen. Unser Vorstand steht im Übrigen im Einklang mit dem Jugendschutzgesetz,
Dieses legal definiert in § 1 Nummer 1 und 2 die Begriffe Kind als Person, die noch nicht 14 Jahre alt ist, und Jugendlicher als Person, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Und das soll zum Schutze der Kinder und Jugendlichen natürlich auch so bleiben. Begehen jedoch Personen, die 12 oder 13 Jahre alt sind, Straftaten und haben sie bei der Begehung die erforderliche Einsichtsfähigkeit in das Unrecht ihres Tuns, dann ist es nicht nur zum Schutze der Gesellschaft notwendig und zielführend, mit staatlichen Mitteln durch ein geordnetes Verfahren erzieherisch auf diese sehr jungen Täter einzuwirken, sondern auch und nicht zuletzt zum Schutze der Täter selbst. Das Jugendgerichtsgesetz verfolgt ja gerade den Ansatz, die zukünftige Begehung von Straftaten durch jugendliche Täter zu verhindern. Insofern wäre es nachgerade widersinnig, diejenigen von einer staatlichen Sanktionierung auszunehmen, die wissen, dass sie das, was sie tun, nicht tun dürfen, nur weil sie noch nicht 14 Jahre alt sind. Einen Maßstab bietet dafür im Übrigen auch das BGB nach § 828 Absatz 3, beginnt nämlich die zivilrechtliche Haftungspflicht bereits ab dem vollendeten 7. Lebensjahr, wenn Minderjährige die zur Erkenntnis ihrer Verantwortlichkeit erforderliche Einsichtsfähigkeit besitzen. Um es noch einmal klarzustellen: Es geht hier nicht um die Bestrafung von Kindern. Sühne ist nicht das Ziel des Jugendstrafrechts. Vielmehr geht es um Erziehung und Resozialisierung. Das sind wir der Gesellschaft und vor allen Dingen aber auch unseren Kindern schuldig, die wir damit hoffentlich auf den rechten Weg zurückbringen. Wir senken seit einigen Jahren die Altersgrenzen für die Wahrnehmung bestimmter bürgerlicher Rechte ab, weil sich die geistige und körperliche Reife immer früher einstellt. Den Autoführerschein kann man mit 17 machen, wählen darf man schon mit 16. Und nach dem zum 1. November diesen Jahres, also seit knapp 3 Wochen in Kraft getretenen Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag, können diesen ab sofort auch minderjährige, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen im Personenstandsregister ändern lassen. Das können über ihre gesetzlichen Vertreter übrigens sogar geschäftsunfähige Minderjährige tun, also Kinder, die noch nicht einmal 8 Jahre alt sind. Dabei bedarf es dann des Einverständnisses des Kindes, wenn es mindestens 5 Jahre alt ist. Wer es nicht glaubt, der kann das auf der Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nachlesen. Eine Gesellschaft aber, die davon ausgeht, dass 5-jährige Kinder die notwendige Einsichts- und Erkenntnisfähigkeit haben, um darüber zu befinden, ob sie transgeschlechtlich, intergeschlechtlich oder nicht binär sind, die sollte 12- und 13-Jährigen dann auch zutrauen zu wissen, dass es falsch ist, wenn man einem anderen etwas gegen seinen Willen wegnimmt, ihn vergewaltigt, körperlich misshandelt oder tötet. Großbritannien ist da übrigens weiter, dort sieht man die Strafmündigkeit bereits ab Vollendung des 10. Lebensjahres vor, und in Österreich denken der Bundeskanzler Nehammer und seine Innenministerin nach der Gruppenvergewaltigung einer 12-Jährigen laut über eine Absenkung der Strafmündigkeit im Sinne unseres Antrages nach. Täter dieser Vergewaltigung waren andere 12-Jährige. Mit der Forderung nach Absenkung der Strafmündigkeit steht die demokratische AfD-Fraktion übrigens auch in Deutschland nicht allein. Dazu wird sie zu lange schon erfolglos geführt. Sie ist auch eine Forderung der Deutschen Polizeigewerkschaft und kommt damit aus der Praxis. Die Erkenntnis, dass hier Handlungsbedarf besteht, hat sogar bereits, man höre und staune, die CDU erreicht. Deren Kollege Dietmar Krause wurde am 5. Oktober in der Volksstimme wie folgt zitiert: Wir begrüßen die Diskussion um die Absenkung der Strafmündigkeit. Na wunderbar, dann ziehen wir ja in die gleiche Richtung. Unsere Justizministerin Frau Weidinger kündigte dazu bereits eine wissenschaftliche Analyse an. Die ist eigentlich überflüssig.
die Analyse, nicht die Ministerin, Frau Weidinger. Denn sowohl das Problem als auch seine Lösung sind offenkundig. Die Landesregierung sollte diesen rechtspolitisch notwendigen Schritt im Bundesrat also anstoßen. Das ist unsere bescheidene Forderung. Lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung übernehmen für die Täter, für die Opfer, für Deutschland. Ich beantrage daher die Überweisung in den federführenden Ausschuss für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz und mitberatend in den Innenausschuss und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, es ist eine Zwischenintervention, weil ich nicht wirklich glaube, dass Sie die Frage würden beantworten können, denn es würde ein ganz schlechtes Licht auf etwas werfen. Ich weiß, die AfD fühlt sich immer zu Unrecht angegriffen, wenn auf Parallelen aus der Nazizeit hingewiesen wird. Ich muss es aber einfach sagen, bitte, bitte lesen Sie den Artikel eines gewissen Roland Freisler, der Jugendarrest und die Neugestaltung des Jugendstrafrechtes, der wirklich ganz ähnliche Ideen darin beschrieben hat. Bitte lesen Sie es einfach. Ich unterstelle nicht, dass Sie es kennen. Frau Richter-Ariocki, stellen Sie mir das mal zur Verfügung. Den Hinweis, wo wir das nachlesen können, machen wir natürlich gern.